Wolfgang Amadei. Amadei. Mozart. Just the sounds that this person heard his whole life, just when his own name was called, or when he would put his name out there. It's so powerful. Begreifen kann mir einer erzählen, was er will. Da kann ich 20 Jahre Mozart studieren und mir alle Partituren angucken. Ein Genie wirklich emotional auch zu erfassen, ist in der Dimension, finde ich, fast unmöglich. Man muss sich jetzt nicht mit ihm beschäftigen in der Meinung, dass man es irgendwann dann mal weiß, sondern es ist eben so ein wirklich großes Geheimnis, das eigentlich immer tiefer wird. Ich glaube, Mozart spricht zu uns, das heißt, wir können eine Botschaft sehen und wir können als Interpret diese Botschaft immer wieder neu deuten. Dadurch wird es wahrscheinlich selten langweilig, auch wenn ich die 7. Zauberflöte im selben Jahr produziere. Ich kann nicht poetisch schreiben, ich bin kein Dichter. Ich bin kein Maler, ich kann durch Deuten und Pantomime meine Gesinnungen und Gedanken nicht ausdrücken. Ich bin kein Tänzer, ich kann es aber durch Töne. Ich bin ein Musikus. Am 16. März 1781 kommt Wolfgang Amadeus Mozart in Wien an. Seiner Heimat Salzburg will er den Rücken kehren und sein Glück hier in der großen Stadt versuchen. He thought, no matter what is going on here, I now have a chance to break out and be my own person. That's irresistible for a hot-headed person like Mozart, who above all is perfectly aware of the fact that there is nobody on the planet with his abilities. Sein Vater ist gegen diesen Schritt. Er hat Angst, dass Mozart sich übernimmt. Und er will auch nicht allein in Salzburg zurückbleiben. Doch Mozart gibt nicht auf. Mon très cher Père, ich versichere Sie, dass hier ein herrlicher Ort ist. Und für mein Metier der beste Ort von der Welt. Und ich bin gern hier. Mozart kennt Wien aus seinen Wunderkindzeiten, aber eben das Wien der Kaiserin Theresia. Inzwischen hat sich vieles verändert. Joseph II. Hat die Regentschaft übernommen. Mehr als 200.000 Menschen wohnen hier in 5.500 Gebäuden, davon etwa ein Viertel im inneren Bezirk. Man lebt dicht gedrängt, in jedem Haus fast 50 Menschen. Ein Volkskaiser will Joseph II. Sein. Er hat das Hofschranzentum abgeschafft. Es gibt kaum noch offizielles Zeremoniell. Lieber geht der Kaiser in die Adelspaläste, um sich dort zu amüsieren. Meist trägt er einfache Kleidung, ja mischt sich sogar zu Fuß unter die Bevölkerung. Die Stadt verändert ihr Gesicht fast täglich. Wien war eine Stadt, die damals schon ein sehr, sehr starkes Musikleben hatte, beziehungsweise eine hocharistokratische Bevölkerung, für die das Selbstmusizieren und das Musikpflegen ein Statussymbol war. Also das hat dazugehört, wie das Golfspielen heute. Also dass man musiziert, selber musiziert, also wirklich Bescheid weiß und mit Künstlern umgeht. Also von daher, glaube ich, war das nicht nur für Mozart, sondern für andere Künstler, aber auch viele Intellektuelle doch ein herrlicher Platz. Wien war groß genug, auch damals schon, dass er sich genügend ausbreiten hat können mit seinem Leben. Was er ja auch getan hat, eben in alle Richtungen. Ich glaube, das wäre in Salzburg einfach nicht möglich gewesen. Musikalisch ist Wien fest in den Händen von Joseph Haydn, der Mozarts Freund wird. Von Hofkompositeur Christoph Willibald Gluck, dessen Stelle Mozart später erbt, und von dem Italiener Antonio Salieri, dem Hofkapellmeister, dessen Stelle Mozart gerne geerbt hätte. Mozart genießt das Flair der Weltstadt Wien in vollen Zügen.
Auf den größeren Plätzen und auf dem Graben drängen sich zahlreiche Buden und Hütten, in denen Limonade, Eis, Mandelmilch und Süßigkeiten verkauft werden. Wien ist eine Stadt im Aufbruch, geprägt von den Reformtätigkeiten des Kaisers. Er hat die Leibeigenschaft und die Zensur abgeschafft. Die Zeitungslandschaft blüht, Politik und Wiener Schmäh werden öffentlich diskutiert. Joseph II. Will einen modernen Staat, Aufklärung von oben. Der Kaiser öffnet die Gesellschaft, setzt seine Reformen aber auch mit unerbittlicher Strenge und Polizeispitzeln durch. Mit den Toleranzedikten integriert er die Juden ins Stadtbild und in die Wirtschaft. Es ist die Zeit, in der gewissermaßen das Individuum als Individualist sich zu entwickeln beginnt, in der gewissermaßen die Position der Subjektivität, die die Aufklärung vorbereitet hat, plötzlich in einer Vielfalt von individualistischen Konzeptionen sich sozusagen ausdrückt. Das Individuum ist etwas Neues. Überall entstehen Salons, man spricht miteinander. Individuen statt Typen. Ein neues Prinzip, das Mozart in seinem Singspiel Die Entführung aus dem Serail nutzt. Als deutschsprachiges Nationalsingspiel hatte Joseph II. Sie in Auftrag gegeben, ein Gegengewicht zur italienischen Oper. Gekonnt bedient Mozart die Erwartungen mit der Entführung, Abenteuer, Exotik und die aufregende Vorstellung eines türkischen Harems. 2 Europäerinnen werden entführt und ins Haus des Bassa Selim gebracht. Der Graf Belmonte und sein Diener wollen sie befreien. Im Happy End entlässt der weise Bassa Selim die Gefangenen in die Freiheit. Das ganze Türkenkolorit als solches lag hier in Wien durchaus nahe, denn hier in Wien gab es im Straßenbild außerordentlich viele Türken. Man muss sich das als eine Metropole vorstellen, in der vor allem die südosteuropäischen Völker sehr im Straßenbild vorhanden waren. Mozart lässt sich vom orientalischen Straßenbild inspirieren. Das Textbuch von Johann Gottlieb Stephan gefällt ihm auf Anhieb. Doch Mozart will nicht nur die Musik dazu liefern und greift selbst in das Libretto ein. Bei einer Oper muss schlechterdings die Poesie der Musik gehorsame Tochter sein. Warum gefallen denn die welschen komischen Opern überall, mit allem dem Elend, was das Buch anbelangt? Weil da ganz die Musik herrscht. Da ist es am besten, wenn ein guter Komponist, der das Theater versteht und selbst etwas anzugeben imstande ist, und ein gescheiter Poet als ein wahrer Phönix zusammenkommen. Dann darf es einem vor dem Beifalle des Unwissenden auch nicht bange sein. Die Vorstellungen, die Mozart von einem Textbuch hatte, die hängen damit zusammen, dass Mozart für sich selber jemand gewesen ist, der eigentlich immer in dramatischen Formen dachte. Selbst die Instrumentalmusik ist bei Mozart eigentlich immer eine Musik, in der man sich gewissermaßen ein szenisches Geschehen vorstellen kann. Nach der Uraufführung ruft der Kaiser Mozart zu sich. Zu schön für unsere Ohren und gewaltig viel Noten, Herr Mozart. Mozart antwortet schlagfertig, gerade so viel Noten wie nötig. Mozart hat ja in diesen 1780er Jahren auch Kritik gefunden. Und zwar
erhebliche Kritik auf verschiedenen Bereichen. Also im Punkt der Oper wurde ihm immer wieder vorgeworfen, dass der Orchesterpart zu schwer ist, also zu dick, zu überladen, zu viele Noten. Wien, den 15. Dezember 1781. Montrez, cher Père. Mein Bestreben ist unterdessen nur, etwas weniges Sicheres hier zu haben. Dann lässt es sich mit der Hilfe des Unsicheren ganz gut hier leben und dann zu heiraten. Sie erschröcken vor diesem Gedanken. Ich bitte Sie aber, liebster, bester Vater, die Natur spricht in mir so laut wie in jedem anderen. Ja, es ist eine Webersche. Sie ist nicht hässlich, aber auch nichts weniger als schön. Ihre ganze Schönheit besteht in 2 kleinen schwarzen Augen und in einem schönen Wachstum. Sie hat keinen Witz, aber gesunden Menschenverstand genug, um ihre Pflichten als eine Frau und Mutter erfüllen zu können. Am 4. August 1782 heiratet Mozart Constanze Weber im Stephansdom. Mozarts Vater Leopold hat der Hochzeit nicht zugestimmt. Er misstraut vor allem der Schwiegermutter Cäcilia Weber. Sie sei eine Säuferin und nur auf das noch nicht vorhandene Geld aus. Mozart verteidigt seine Verlobte nach der Unterzeichnung des Ehevertrages. Was tat das himmlische Mädchen, als der Vormund weg war? Sie sagte zu mir, lieber Mozart, ich brauche keine schriftliche Versicherung von Ihnen. Ich glaube Ihren Worten so, und zerriss die Schrift. Die Baronin Waldstetten richtet den Hochzeitsschmaus. Eine unkonventionelle Frau, ganz nach dem Geschmack Mozarts. Sie versöhnt später Vater und Sohn. Finanziell ist es nicht einfach, aber Mozart hat immer wieder genügend Schüler, um sich über Wasser zu halten. Seine Akademien, lange öffentliche Konzerte, sind hochbeliebt bei den Wienern. Hier kann man sowohl den Komponisten als auch den Pianisten Mozart erleben. Gespannt erwartet man jedes neue Klavierkonzert. In der Gesellschaft Wiens ist Mozart angekommen. Die Konzerte dauern zwischen 4 und 5 Stunden. Man isst währenddessen, unterhält und amüsiert sich. Es ist die einzige Möglichkeit, ein neues Stück zu hören. Und nur selten werden diese Akademien wiederholt. On one occasion, Mozart found out to his horror at the last minute that he was repeating a piano concerto and the emperor was coming a second time. He quickly fancied it up by adding a few instruments, trumpet and timpani, flute and so on, so that the emperor would not be bored. Die Konzerte finden entweder in der Hofburg, in einem prunkvollen Saal der Adelshäuser oder in einer der vielen Kirchen Wiens statt. Mozart ist sozusagen sein eigener Unternehmer. Er mietet selbst den Raum, lässt Anzeigen und Plakate drucken und Eintrittskarten verkaufen. Er kann es riskieren, verfügt er doch über alle notwendigen Kontakte. Mozart hat sich schon in den ersten Wochen ein Netz aufgebaut. Ich kann es nicht anders nennen, ein Netz von Beziehungen. Und er hat immer Förderinnen gefunden, also die sehr ambitioniert für diesen genialen Künstler eingetreten sind. Er ist ein perfekter Tänzer, er ist in der Konversation großartig, er kann die Sprache nach vorn und hinten verdrehen, er kann viele Sprachen, er kann sich auf diesem ganzen Parkett mit vielen Füßen bewegen. Mozart hat sich als freier Künstler in Wien etabliert. Finanziell geht es ihm gut und jetzt kann das Leben so richtig beginnen. Die Vorwürfe des Vaters hat er hinter sich gelassen. Ich glaube, dass diese Befreiung irgendwann auch von dem Vater, wenn sie überhaupt denn erfolgt ist,
in so ein anderes Extrem einfach umgeschlagen ist. Also eben in dieses lebensbejahende und ausschweifende und derbe und auf Etikette eigentlich doch relativ pfeifende Wesen eines jungen Mannes. Nach einigen Umzügen finden die Mozarts eine herrschaftliche Wohnung in der Domgasse Nummer 5. Die Wiener nennen es das Mozarthaus. Und sie lieben es, Feste zu geben und sich zu vergnügen. Stolz schreibt Mozart seinem Vater am 22. Januar 1783: Vergangene Woche habe ich in meiner Wohnung einen Ball gegeben. Versteht sich aber, die Chapeaus haben jeder 2 Gulden bezahlt. Wir haben abends um 6 Uhr angefangen und um 7 Uhr aufgehört. Was, nur 1 Stunde? Nein, morgens um 7 Uhr. An was arbeiten Sie da gerade? Auf Stuckdecke. Das ist ein alten Stuck, war freigelegt. Und jetzt, wir machen nur letzte Kosmetik, kann man so sagen. Und ist das der original alte Stuck, auf den Mozart auch geschaut hat? Höchstwahrscheinlich. Also es muss ein Tollhaus gewesen sein. Also ständig war was los und Einladungen noch und eingeladet werden und einladen. Hierher in die Domgasse kommen viele Musikerkollegen, aber auch jüdische Kaufleute und Intellektuelle. Es entstehen neue gesellschaftliche Kreise. Es ging um Beziehungssysteme, es ging um eine experimentelle Grundhaltung auch der Moral gegenüber. Und es war sozusagen das Rokoko auch so etwas wie eine Inszenierung von Lust am Denken, Lust am Reden, Lust am Musizieren, Lust am Konversieren, aber auch natürlich an der Erotik und der Sexualität. In der Hochzeit des Figaro hält Mozart der Gesellschaft den Spiegel vor. Der Kammerdiener Figaro will die Kammerzofe Susanna heiraten. Doch auch sein Dienstherr, Graf Almaviva, besteht auf das Recht der ersten Nacht. Lorenzo da Ponte liefert erstmals das Libretto für Mozart, der Beginn einer langjährigen Zusammenarbeit. Mozart wagt sich hier weit vor, denn für den Figaro gibt es keinen Auftrag. Er hofft auf die Zustimmung des Kaisers. Schließlich steht die Oper ganz im Einklang mit Josefs Reformprogramm, fordert die Zurückdrängung adliger Privilegien und die rechtliche Gleichstellung aller Untertanen. Am Ende des Intrigenspiels ist beinahe die Hochzeit geplatzt. Der Graf muss sich bei Figaro entschuldigen. Die bürgerliche Moral siegt über die adlige Genusssucht. Die Figaro-Ouvertüre, die hat sowas brodelnd Unruhiges. Das ist nicht einfach eine Eröffnung einer ersten Szene, sondern sie gibt sozusagen eine Stimmung vor, die die ganze Oper durchzieht, nämlich einen Moment von Auflehnung und von Revolte. Aber nicht indem da triumphal die Revolte komponiert wäre, sondern indem sie als ein drohender, brodelnder Unterton durch die ganze Ouvertüre durchzieht. Die Vorlage für den Figaro, ein Theaterstück von Beaumarchais, war für Napoleon bereits die leibhaftige Revolution. Auch Joseph II. Lässt das Stück trotz weitgehender Pressefreiheit verbieten, nicht aber den Figaro. Figaro ist das seltene Beispiel einer Gegenwartsoper. Also gesellschaftliche Gegenwart wurde im Grunde wurde natürlich in der Opera Buffa dargestellt. Aber da ging es natürlich immer auf Kosten entweder des 3. oder sogar des 4. Standes. Also verhohnepiepelt wird in der Opera Buffa normalerweise der alt gewordene Bürger, der noch mal sich ein junges Mädchen anlachen will und hoffentlich also dabei Schiffbruch erleidet. Das ist ja sozusagen das ist ein Grundschema. Das ist ein Bürger. Verhohnepiepelung eines Vertreters des 1. oder 2. Standes findet man viel, viel seltener. Der Adel fühlt sich brüskiert und will die Aufführungen verbieten. Aus Prag berichtet Mozart 1787: Einige von den hiesigen Damen, besonders eine gar Hocherleuchte, geruhten es sehr lächerlich, unschicklich und was weiß ich alles zu finden, dass man der Prinzessin den Figaro geben wollte.
Die Redelsführerin brachte es so weit, dass dem Impresario von der Regierung aus dieses Stück auf jenen Tag untersagt wurde. Nun triumphierte sie. Des Tags darauf kam aber Le Noble, brachte den Befehl seiner Majestät, dass Figaro gegeben werden müsse. Wenn Sie die schöne, herrliche Nase dieser Dame nun gesehen hätten, oh, es würde Ihnen so viel Vergnügen verursacht haben wie mir. Die ganze Familie Mozart war sehr klein, auch Leopold. Mozart muss etwa 1,65 oder so in der Größenordnung gewesen sein. Und es gibt es ja sehr oft bei kleinen Menschen, dass sie eine Art kompensatorische Eitelkeit haben. Mozarts Eitelkeit, was Kleidung und ähnliche Dinge angeht, war enorm groß. Und Mozart hatte auch einen Hang zu durchaus auffälliger Kleidung. Es gibt zum Beispiel eine Schilderung von einem Sänger, der an Figaro teilgenommen hat, der von einer Probe redet, wo Mozart in einem roten Frack mit einem Zweispitz auf dem Kopf auf der Probe steht. Dieser Hut und der Frack mit goldenen Litzen, also auch das sozusagen im Alltag eigentlich geradezu ungewöhnlich. Wir nähen für das Mozart-Haus. Das wird ein Schüsterchor und ein Umhang, ein Domino. Die Stoffe kommen aus Frankreich, werden extra angefertigt, weil sie so wertvoll sind. Also die bekommt man so im normalen Verkauf gar nicht, in einem normalen Stoffgeschäft. Mittlerweile kann er sich fast alles leisten. Zwischen 1785 und 87 geht es den Mozarts finanziell sehr gut. Das Paar hat 6 Kinder, jedoch überleben nur 2. Mozart schreibt immer. Selbst bei der Geburt des ersten Kindes komponiert er angeblich Constanzes Wehenschreie in das Streichquartett in d-Moll hinein. In nicht einmal 10 Jahren haben die Mozarts in 11 verschiedenen Wohnungen gewohnt. Sie leben mal am Petersplatz, mal am Graben und mal in den äußeren Bezirken, aber am liebsten im inneren Bezirk. 1785 besucht Vater Leopold seinen Sohn. Stolz kann Wolfgang dem Vater seinen finanziellen und künstlerischen Erfolg präsentieren. There was that extraordinary moment when his father came to Vienna in 1785, when Mozart was at the apogee of his fame, living in a splendid apartment. And Leopold, of course, in the most famous moment in all of that, sits there as Joseph Haydn, Karl Ditters von Dittelsdorf, Mozart, and Johann Baptist van Hal, probably the 4 most famous composers in Vienna, sit down and read the last 3 of Mozart's quartets that were ultimately dedicated to Haydn. And Leopold proudly recounts in a letter to Mozart's sister, to his daughter, afterwards, Haydn came up to me and said, "Before God, and as an honest man, I declare to you that your son is the greatest composer known to me personally or by reputation. He has taste and, what is more, the most profound knowledge of composition." Die wussten schon, was sie tun. Ja, und Mozart ganz besonders, der vor allen Dingen für die Stimme deswegen so toll schreiben konnte, weil er offensichtlich wusste, wie sie funktioniert. Und zwar sowohl beim Sopran als auch beim Mezzo oder Alt und beim Tenor und beim Bass oder beim Bariton. Und auch das ist eine Gabe, die nicht so wahnsinnig vielen Komponisten zu eigen ist.
There is not in Mozart a moment where you say, this is majestic, or this is sad, or this is simple, or this is complex. It is always so many things at the same time. Beethoven wrote one opera, Mozart wrote 20. Beethoven wrote 5 piano concertos, Mozart wrote 23, and then 4 transcriptions. The sheer amount of music, 23,000 pages in the Neue Mozart-Ausgabe in 30 years. Most of us couldn't copy 23,000 pages of music in 30 years. Ende 1787 fährt Mozart nach Prag. Im Gepäck hat er seine nächste Oper Don Giovanni. Die Ouvertüre schreibt er erst einen Tag vor der Uraufführung nieder. Und Mozart dirigiert selber. Ich wollte meinen guten Freunden wünschen, dass sie nur einen einzigen Abend hier wären, um Anteil an meinem Vergnügen zu nehmen. Vielleicht wird sie doch in Wien aufgeführt. Ich wünsche es. Prag liebt den Don Giovanni, die Geschichte des skrupellosen Frauenverführers, der sich weder um Moral noch um Verantwortung schert. In Wien wird er zwar aufgeführt, kommt aber nicht an. Die Musik gilt als zu schwer, die Auswahl des Textes als geschmacklos. What does it mean that we have a society over and over again built on unequal relationships, on wanting to get something for nothing, on you will service my needs, and not a willingness to actually offer something, but only to take, and have no idea how to give, how to offer, how to open, how to share. And Don Giovanni is the most amazing example of somebody who's really good at taking and has no idea how to give. And so he has everything and he has nothing. He's so empty, he's so lonely, he's so sad because he doesn't know how to have a relationship. He has 5,000 women and not one relationship. Don Giovannis Gegenspieler ist der Komtur, der Inbegriff von Sitte und Gerechtigkeit. Doch Don Giovanni ist unfähig zur Buße und Reue. Und am Ende verschlingen ihn die Flammen der Hölle. Mozart wird vorgeworfen, seine Musik an diesen skrupellosen Verführer zu verschwenden. Mozart goes deep into that dark heart with, as always in Mozart, incredible compassion. Mozart gives beautiful music to terrible people and offers them everything he possibly can offer them. Seit 1784 ist Mozart Mitglied der Freimaurerloge zur Wohltätigkeit. Die Freimaurer feiern das Individuum. Ihr Credo ist Toleranz, freie Entwicklung der Persönlichkeit, Brüderlichkeit und allgemeine Menschenliebe. Mozart tritt der Loge mit großem Ernst bei. Er gehört nicht zu den Opportunisten, die sich in der Hoffnung auf persönliche Vorteile der Loge anschließen. Nein, er wird Freimaurer aus einer inneren Überzeugung. Es geht ihm um die Verbesserung des Menschengeschlechtes durch Selbstvervollkommnung. Die Logen treffen sich an geheimen Orten und zelebrieren mystische Rituale. Das missfällt der Obrigkeit. Und im Dezember 1787 wird das sogenannte Freimaurerpatent erlassen. Die Logen stehen nun unter polizeilicher Aufsicht. Mozart verlässt seine Loge nicht. 1788 lernt er hier den besessenen Theaterunternehmer Emanuel Schikaneder kennen. In der Zauberflöte legen sie dem Priester Sarastro die Ideale der Loge in den Mund.
In diesen heilgen Hallen kennt man die Rache nicht. Und ist ein Mensch gefallen, führt Liebe ihn zur Pflicht. Dann wandelt er an Freundes Hand, vergnügt und froh ins bessere Land. In diesen heilgen Mauern, wo Mensch den Menschen liebt, kann kein Verräter lauern, weil man dem Feind vergibt. Wen solche Lehren nicht erfreuen, verdienet nicht ein Mensch zu sein. Für mich ist Mozart ein Musiker, ein Genie zwischen zwei Welten. Ein Fuß steht noch in der barocken Welt, so wie bei Bach, wo der Komponist sich ja nur als Spiegel ewiger Gesetze sah, der nur zusammenstellen musste, kombinieren musste. Und Mozart ist mit dem anderen Fuß in der Neuzeit, fast in einem philosophisch-hegelianischen Sinn, auf sich selbst zurückgeworfen. Und für mich gibt es einen Satz Mozarts, der mir beim Musizieren immer geholfen hat, der viele Tore öffnet. Das ist Mozarts Brief, wo er schreibt, er schreibe für den Kenner und für den Liebhaber. Der Kenner ist der barocke Mensch, der die Tonartensymbolik kennt, der rhetorisch beschlagen ist, der die Geheimnisse der verschiedenen Schichten findet. Und der Liebhaber ist jener, der sich an schönen Melodien erfreut. Auf einem Gebiet hat Mozart noch wenig Erfolg, bei den Symphonien. 1788 zieht er sich zurück, er nimmt keine Aufträge mehr an und beginnt mit der Arbeit an seinen 3 großen Sinfonien. Er möchte Joseph Haydns legitimer Nachfolger als Meisterkompositeur werden. How does Mozart compose a piece of music? He writes the main idea from the beginning of the piece to the end. If it's for 15 instruments, he still writes the main idea. If it's a symphony, it's the first violin. If the oboe's going to go poop, 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 then he goes over to the oboe and goes poop, 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 then he goes back to the violin. It's always the main idea and then the bass line. Mozart schreibt die 3 Sinfonien in sehr kurzer Zeit. Die rätselhafte Vollkommenheit dieser Meisterwerke ist bis heute unerforscht. Ob und wo die Sinfonien zu seinen Lebzeiten aufgeführt wurden, unbekannt. Ich habe die erste charakterisiert als so etwas wie eine auskomponierte Kenntnisnahme dessen, was damals Grande Symphonie war. Die zweite, die G-Moll, als die, nicht neu von mir, das subjektive Bekenntnis und die Jupiter-Sinfonie sozusagen als das Tertium Comparationis, die Summe, die darüber liegt. Also man könnte auch sagen These, Antithese, Synthese oder wie auch immer. There are certain works in the repertoire that give you the feeling this is the end of music. With this, everything has been expressed. Of course, it's not so because there are many other things, you know. And Jupiter Symphony is certainly one of those pieces. You feel this, in this you have everything and nothing else is necessary after that. Fürs Komponieren braucht Mozart Geld. Seine regelmäßigen Einkünfte sind zwar höher als die eines Arztes oder Rechtsanwalts, aber die Familie will weiter auf großem Fuß leben. Zudem ist Constanze chronisch krank und muss oft zur Kur fahren. Mitte 1788 wendet sich Mozart an den Freimaurerfreund Michael Puchberg. Verehrenswürdigster Ordensbruder, meine Lage ist die, dass ich unumgänglich genötigt bin, Geld aufzunehmen. Aber Gott, wem soll ich mich vertrauen? Niemandem als Ihnen, mein Bester. Mozart leiht sich in den nächsten Jahren immer wieder Geld von Puchberg. Zurückbekommt der es erst nach Mozarts Tod. Joseph II. Hat eine Bündnisverpflichtung mit der Zarin Katharina. Es geht gegen die Türken.
1787 marschiert er mit 280.000 Soldaten an der türkischen Grenze auf. Schon bald wird klar, die Zarin lässt ihn im Stich. Seuchen und Epidemien raffen das Heer dahin. Der Krieg verschlingt Unsummen und auch Wien leidet unter den Folgen. 1788 erkrankt auch Joseph und muss nach Wien zurückkehren. Er erteilt Mozart einen letzten Auftrag, die Oper Così fan tutte. Così fan tutte beruht auf einer wahren Begebenheit. In Wien amüsierte man sich über einen Partnertausch in Offizierskreisen. Im Libretto von Da Ponte will Don Alfonso die Treue zweier Paare auf die Probe stellen. Die Männer sollen die Verlobte des jeweils anderen verführen. Dazu ziehen die Männer scheinbar in den Krieg, kehren aber kurz darauf als verkleidete Albaner zurück. Hier verabschieden die Frauen und Don Alfonso die Männer in den Krieg. Die beiden Mädchen sehen ihre Liebhaber davonfahren in den Kähnen und singen dieses Abschiedslied. Nun könnte man ja sagen, die Situation ist so, das Ganze ist ein abgekartetes Spiel und der Schuft, der das Spiel eingerührt hat, steht mit da und singt mit. Man könnte ja sagen, da ist so viel Falschheit, so viel Lüge, so viel Betrug im Spiel. Eigentlich ist der Anlass eine solche Musik nicht wert. Aber er ist es auf eine bestimmte Art doch, weil in der Musik ist das Wissen schon aufgehoben, dass die Liebe der beiden Paare, so wie sie am Anfang waren, die ist damit zu Ende. Es ist im Grunde ein ganz großer Liebesabschied, nur dass keiner der Betroffenen das schon weiß. Probably the single most devastating thing I've ever put on stage in my life. Much more devastating than the Greek tragedies. Much, darker and more terrifying than Oedipus Rex or, Electra or something is Così. Because Così just is so unsparing of going inside and behind human truths. And constantly lifting up the corner and saying, well, there's something else behind that. And then there's something else behind that. And what this person is hiding or covering or doesn't want anyone to know or doesn't want anyone to think. But meanwhile, they themselves are on fire, are burning alive. Life has a way of dealing with human suffering and with human happiness in a way that it is a permanent switch from one to the other. I think this is the thematic of Così fan tutte. This is why it is so difficult to stage, because the music really, in a way, speaks a different text, if one can say it that way, from the actual text of the words. Irgendwo haben die Leute damals das verstanden. Vor allem haben sie die literarischen Anspielungen verstanden. Auf Ovid, Metamorphosen, auf Ariost, Orlando Furioso, auf, Marivaux und so weiter.
Die zum Teil heftige Kritik an Cosi fan tutte zielt vor allem auf Da Pontes Libretto. Das ist ein elendes Ding, das alle Weiber herabsetzt, Zuschauerinnen unmöglich gefallen kann und daher kein Glück machen wird. Aber es gibt auch viel Zustimmung. Mozart und Da Ponte zeigen gekonnt, wie zweideutig und trügerisch Gefühle sein können. Wie schon zuvor bei Figaro und Don Giovanni wählen sie bewusst Stoffe, mit denen sie in der Oper Neuland betreten. Ich bin sicher, dass verschiedene Formen, wie er sie geschrieben hat, dass er sie geschrieben hat, nur als Reaktionen auf Wien möglich sind. Ich bin auch ganz sicher, dass vor allem die 3 Da Ponte-Opern, so wie wir sie vorsehen, fast eine Wien-Reaktion sind. Eine Reaktion gegen den Hof, eine Reaktion auf ein Publikum, eine subtile, aber doch sehr direkte Kritik an den Umständen. Der Kaiser selbst kann Cosi fan tutte nicht mehr sehen. Joseph II. Stirbt am 20. Februar 1790 und hinterlässt nicht nur zufriedene Untertanen. So sehr Joseph II. Ein Aufklärer auf dem Thron war, so sehr ist er zugleich ein Despot gewesen. Und das macht diese komplizierte Widersprüchlichkeit bei dieser Figur aus. Und als er starb, da war es so, dass also noch während er auf dem Totenbett lag, die ersten Schmähgedichte auf ihn an die Hofburg genagelt wurden. Josephs Bruder Leopold II. Übernimmt die Regentschaft. Er findet wenig Zeit für Musik und Theater. Zudem ist sein Musikgeschmack sehr italienisch geprägt. In der Hoffnung auf neue Aufträge begibt sich Mozart zu den Krönungsfeierlichkeiten nach Frankfurt. Es wird eine sinnlose Reise. Die Briefe, die er Constanze schreibt, sind voller Resignation. Ich freue mich wie ein Kind wieder zu dir zurück. Wenn die Leute in mein Herz sehen könnten, so müsste ich mich fast schämen. Es ist kalt für mich. Eiskalt. We look at this empty calendar and we almost cannot forgive him for being depressed, although it is his very good right to do so when you think of how many pieces he wrote in certain other years. But in 1789-90, it was rather fallow. He really was quite depressed, and his financial circumstances are poor. Aus der Depression scheint Mozart die ungebrochene Liebe zu Constanze zu helfen. Fast jeden Tag schreibt er ihr in die Kur nach Baden bei Wien. Die Briefe enden meistens mit Adieu, liebstes Weibchen. Liebe mich wie ich dich. Ich küsse dich 2000 Mal in Gedanken. Ewig dein Mozart. Er besucht sie aber nicht. Stattdessen arbeitet er wie besessen. Das ist der Phönix aus der Asche. Der Phönix aus der Asche. Mozart hat dann gewisse Dinge aufgegeben. Also er hat keine Konzerte mehr veranstaltet, er ist nicht mehr versucht. Sein letztes Konzert hat er im März, also mit seinem letzten Klavierkonzert, mit dem B-Dur-Konzert gegeben, dann nichts mehr. Mit Schüler und all das, also das hat er alles zurückgedrängt und er hat nur mehr komponiert. Also er hat nicht nur die herrlichsten Werke geschaffen, sondern er hatte Erfolg. Er hatte wirklich Erfolg und der größte Erfolg seines Lebens, und das war natürlich auch sein letztes Glück, das war die Zauberflöte. Die Zauberflöte ist eine märchenhafte Oper. Pamina, die Tochter der Königin der Nacht, wird vom Priester Sarastro geraubt. Prinz Tamino versucht, sie mit Hilfe des Vogelfängers Papageno zu befreien. Aus scheinbar gut wird böse und aus scheinbar böse gut. Der Theaterleiter Emanuel Schikaneder wird Mozarts neuer Partner. Er schreibt das Libretto und gibt den ersten Papageno bei der Uraufführung in seinem Theater auf der Wieden. Mit den Einnahmen aus der Zauberflöte finanziert er den Neubau des Theaters an der Wien.
Das war ein Vorstadttheater. Man möchte meinen, da kommt der einfache Mann mit seiner Gattin hin und will sich da belustigen. So war das auch. Aber gerade dieses Theater auf der Wien ist auch von der Hocharistokratie besucht worden, von den Intellektuellen besucht worden. Also ein völlig gemischtes Publikum. Also zumindest hier sieht man das wunderbar fokussiert. Könnte man sagen, die Erfüllung von Ideen Josefs, dass hier jedermann dahin geht. Und ich glaube, wir sollten das auch bedenken, wenn wir dann diese Buntscheckigkeit etwa von seinem Stück wie der Zauberflöte oft so etwas nauserümpfend betrachten. Am 30. September 1791 dirigiert Mozart die Premiere der Zauberflöte. Schikaneder hat aufwendige Dekorationen anfertigen lassen. Märchenhafte Fabelwesen bevölkern die Bühne. Sogar ein echter Fesselballon steigt auf. Wie Ernst Bloch das ausgedrückt hat, bei der Zauberflöte herrscht Zirkusluft. Und das ist nicht falsch. Zeigt ja auch sozusagen ein bisschen was Aufmüpfiges darin, was Unernstes, was man ernst nehmen muss, um das mal so etwas dialektisch auszudrücken. Mozart schreibt an Constanze: Eben komme ich von der Oper. Sie war so voll wie alle Zeit. Das Duetto Mann und Weib und das Glöckchenspiel im ersten Akt wurden wie gewöhnlich wiederholet. Was mich aber am meisten freut, ist der stille Beifall. Ein Netz für Mädchen möchte ich krieg sie guten Weiß für mich. Ich glaube auch, dass es für ihn wichtig war, dass der Papageno ja auch unendlich wichtige Dinge sagt. Er ist ja eben nicht nur der Spring ins Feld und der kleine Blödling, sondern er kriegt das Liebesduett. Er singt mit Pamina. Das ist ja eigentlich eine paradoxe Situation. Der einfache Naturmensch singt mit der Pamina, nicht? Das sind die ganz großen Glücksmomente der Musikgeschichte, dass da einmal die Tradition des Wiener Volkstheaters mit den ganz großen Ansprüchen, die in der Freimaurerei formuliert sind, zusammenkommen. Also Welten gerade noch einmal zusammenkommen, die ja auch in der Kunst dann auseinandergefallen sind. Also dass diese Shakespeare'sche Totalität vom Höchsten und Niedrigsten, vom Lustigsten und Erhabensten, die geht ja dann verloren. Die Zauberflöte ist ein Kassenschlager. Die Ideale der Freimaurerei, Menschlichkeit und Toleranz kommen an bei den Zuschauern. Die Arien werden zu echten Gassenhauern und die Damen gehen bald in Papagena-Mode auf die Straße. Musikerkollegen wie Antonio Salieri schwärmen von dem schönen und großen Spektakel. Mozart hat wieder einmal Grenzen überschritten. Er erfüllt außerdem den Auftrag der böhmischen Stände in Prag, eine Oper für die Krönung Leopolds II. Zu schreiben.
Mozart wählt La Clemenza di Tito, die Geschichte der Verschwörung gegen den antiken römischen Kaiser Titus. Das Opernlibretto von Pietro Metastasio gehört zu den meistvertonten Texten des 18. Jahrhunderts. Kaiser Titus, einem Ausbund an aufgeklärter Güte, ist jede Tyrannenwillkür fremd. Er lässt die Dinge geschehen, gewährt selbst Intrige, Verrat und Verschwörung freien Lauf. Er greift niemals aktiv in die Geschicke ein, sondern verliert sich lieber in philosophischen Gedanken. Trotzdem behält er das Heft in der Hand. Ein Spiel um Leiden und Einsamkeit der Mächtigen, um Pflicht und Neigung der Untertanen und um das Diktat der Toleranz. Diese Tugenden einer fiktiven Antike sollen nun im Klassizismus wieder aufleben. Mozart ist jetzt in zweifacher Weise modern. Er bedient in Prag diesen klassizistischen Ton, der wenig später in Frankreich zur Staatskunst erhoben wird, in Form des Empire. Und er bedient so etwas, was die Anfänge einer Frühromantik darstellen könnte, musikalisch in der Zauberflöte. Am 18. November 1791 eröffnet Mozarts Wiener Loge einen neuen Tempel. Er dirigiert dazu die Freimaurerkantate. Nur 3 Tage zuvor hatte er sie fertig komponiert. Es soll die letzte Eintragung in sein eigenhändiges Werkverzeichnis sein. 2 Tage darauf legt er sich krank ins Bett. 2 Wochen später, am 5. Dezember 1791, stirbt Mozart. Im Alter von nur 35 Jahren. In den letzten Wochen arbeitete Mozart auch noch an einem Requiem, das der vermögende Graf Walseck-Stuppach in Auftrag gegeben hatte. Er konnte es nicht vollenden. Welche Krankheit Mozart umgebracht hat, ist nicht bekannt. Man nimmt an, dass es ein rheumatisches Fieber war. Sicher ist aber lediglich, dass er nicht vergiftet wurde. Mozart, as you know, was not afraid of death and spoke of death, certainly in his letters, with such depth of conviction and hope. In his own Requiem, he writes of death as the coming of light, of this light that increases in a kind of amazing crescendo. Um Mozarts Tod ranken sich viele Legenden. Er stirbt mittellos, ohne irgendwelche Rücklagen. Die Mozarts lebten aus dem Vollen. Das angebliche Armenbegräbnis aber hat es nie gegeben. Mozart hat ein Begräbnis erhalten, das seinem bürgerlichen Stand entsprach. Kein aufwendiges, aber ein ganz normales. Also von einem armen Begräbnis ist keine Rede. Das Begräbnis zeremoniell damals
endete mit der Einsegnung in der Kirche. Also das erfolgte in St. Stephan, in einer Seitenkapelle. Und damit hatte man sich als Angehöriger vom Toten verabschiedet. Und die Särge durften nur in der Nacht auf Friedhöfe vor der Stadt gebracht werden. Also Josef hat die Friedhöfe in der Stadt, in der Innenstadt verboten aus hygienischen Gründen. Es gibt keinen Grabstein. Mozart wird anonym beigesetzt. Eine Sitte, die auf Josefs Reform der Begräbnisse zurückging. Bis heute weiß man nicht genau, wer an der Beerdigung teilgenommen hat. Constanze bleibt als Witwe mit 2 Kindern zurück. Einige Jahre später heiratet sie wieder. Am Tage seines Begräbnisses steht in der Wiener Zeitung der Nachruf. Von seiner Kindheit an durch das seltenste musikalische Talent schon in ganz Europa bekannt, hatte er durch die glücklichste Entwicklung seiner ausgezeichneten Natursgaben und durch die beharrlichste Verwendung die Stufe der größten Meister erstiegen. Davon zeugen auch seine allgemein beliebten und bewunderten Werke. Und diese geben das Maß des unersetzlichen Verlustes, den die Tonkunst durch seinen Tod erleidet. Sein Vermächtnis ist nicht das Requiem. Das Requiem ist als Komposition, also erstens existiert nur 1 bis 1,5 Sätze von Mozart und die restlichen Sätze sind nicht von ihm. Das muss man einfach in dieser Nüchternheit feststellen. Zweitens ist es in diesen 1,5 Sätzen zwar eine großartige Komposition, aber nicht in dem Sinne etwas revolutionär Neues, sondern das revolutionär Neue, das entsteht in Titus und Zauberflöte und vor allem in ihrer Gegenüberstellung. Das zeigt nämlich eine Weichenstellung, eine musikgeschichtliche Weichenstellung. Und Mozart ist in dem Moment gestorben, wo es noch unentschieden ist, auf welchem Wege er weitergegangen wäre. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsasa. And it's all just a bunch of sounds. And all done with such a naturalness that it seems that a child, like the Wunderkind he once was, ought to be able to do it. Ich glaube, solange Menschen, die eine Seele besitzen und ein Herz und einen Verstand auch ein bisschen, solange die bereit sind, was zu geben, wird Mozart immer neu belebt werden. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. I think it was Busoni who said there are bad composers, mediocre composers, good composers, great composers, and then there is Mozart.